Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich Sie zur heutigen Pressekonferenz der IG Windkraft begrüßen darf. Das Thema Windenergieerzeuger bekämpfen, Netznutzungstarife. Am Podium neben mir ist die Frau Dr. Ursula Nährer, das ist die Rechtsexpertin der IG Windkraft. Gleich links von mir ist der Herr Dr. Klaus Oberndorfer von der Linzer Rechtsanwältekanzlei Börle, Oberndorfer und Mitterlehner. Er ist ein anerkannter Energierechtsexperte. Ganz links von mir ist der Steininger. Er ist einerseits der Obmann der IG Windkraft und andererseits Geschäftsführer der Windkraft Simonsfeld, eines Windenergieunternehmens aus dem Weinviertel. Ich möchte gleich auf den wesentlichen Einwand zurückkommen, der gegen die Belastung der Windkraftanlagenbetreiber mit Netzverlusten besteht. Und zwar ist das die Tatsache, dass der Verfassungsgerichtshof in ständiger Rechtsprechung sagt, insbesondere im Hinblick auch auf das Steuerrecht, dass Eingriffe von erheblichem Gewicht, die durch eine Verschlechterung der Rechtslage bewirkt werden, dem Gleichheitsgrundsatz widersprechen, wenn die betroffenen Normunterworfenen auf diese Rechtslage vertrauen dürften. Das hat jetzt hier für die Windkraftanlagenbetreiber eben sehr bedeutende Auswirkungen insofern, als im Ökostromgesetz als ein wesentliches Ziel dieses Gesetzes auch die Investitionssicherheit, also die Gewährleistung der Investitionssicherheit für die Anlagenbetreiber verankert ist. Das heißt, es werden also Einspeisetarife für die Windkraftanlagenbetreiber verordnet und die Windkraftanlagenbetreiber dürfen zum Zeitpunkt ihrer Investitionsentscheidung, wenn sie sich also entscheiden, so ein Windrad zu bauen, damit rechnen, dass sie für einen bestimmten Zeitraum diese Einspeisetarife erhalten. Zum einen stellt sich schon einmal die Frage, ob die Behörde überhaupt berechtigt ist, den Windkraftanlagenbetreibern sowie allen anderen Erzeugern das Netzverlustentgelt aufzuerlegen. Ist die Behörde also berechtigt, sozusagen nach freiem Ermessen hier einen Tarifbestandteil entweder den Endverbrauchern oder den Erzeugern aufzuerlegen? Auch hier ist meines Erachtens es schon grundsätzlich sehr fragwürdig, dass die Behörde hier von einem Tag auf den anderen jetzt den Windkraftanlagenbetreibern hier einen zusätzlichen Kostenbestandteil aufbrummt. Das ist also auch aus Kompetenzgründen meines Erachtens mehr als fragwürdig. Die Behörde hat jetzt sozusagen hier alle Marktteilnehmer über einen Kamm geschert und verlangt also hier von den Erzeugern und von den Endkunden ein Netzverlustentgelt in gleicher Höhe. Auch das meines Erachtens hätte hinterfragt werden müssen. Auch da hätte man im Sinne der großen Verursachungsgerechtigkeit, wenn überhaupt, hier näher ausführen müssen, warum das so gerechtfertigt ist, beziehungsweise hätte man hier unterschiedliche Regelungen treffen müssen. Die Ökostromerzeuger bekommen einen fixen Einspeisetarif. Das ist im Ökostromgesetz grundgelegt, dieses System, und in der Ökostromverordnung ein Tarif festgelegt worden, der für 13 Jahre im Schnitt garantiert worden ist. Und diese Mehrkosten, die Sie da jetzt treffen aus dem Titelnetz, können die Ökostromerzeuger nicht weitergeben. Also für mich als Betreiber habe ich gelernt, die letzten Jahre in Österreich ist man offensichtlich nicht bereit, für erneuerbare Energie oder Windkraft im speziellen Tarife zumindest auf europäischem Niveau zu verordnen. Wir haben zum Beispiel in Bulgarien einen Einspeisetarif von über 9 Cent auf 15 Jahre garantiert. In Österreich haben wir zurzeit 7,53 Cent, falls man noch so verrückt wäre, eine Windkraftanlage errichten wird in Österreich. Das wäre auf 12 Jahre. Im Prinzip, wenn man sich schon nicht durchringen kann, in Österreich einen dortigen Tarif zu verordnen, dann sollte man zumindest für stabile Rahmenbedingungen sorgen. Das, was wir jetzt haben, ist die denkbar schlechteste Kombination. Es hat in der Vergangenheit etliche Schikanen gegeben gegen die Ökostromproduktion von Seiten der E-Control. Bisher hat man sich allerdings darauf beschränkt, dass man Ökostrom in nicht dem besten Licht dargestellt hat. Was jetzt aber eine neue Qualität ist, dass man sogar bestehende Windkraftanlagen so massiv in ihrer Wirtschaftlichkeit beschränkt und einige sogar in ihrer Existenz bedroht.